Jo, da sind wir wieder. Piranha Bytes. Piranha Becken TV. Und zwar haben wir jetzt ein Flashback. Was lacht die immer? Die muss immer lachen. Hallo, ich habe immer so einen Kasper. So, Flashback 2019. Was ist alles passiert im Jahre 2019? Wollen wir uns heute mal ein bisschen mit beschäftigen? Mhm. Und, ja, wie war das Jahr eigentlich für dich? Ich würde sagen, das war eigentlich ziemlich gut. War gut, ne? Ja, war sehr solide an einigen Stellen, ne? Bis zum Ende des Sommers war es sogar richtig geil. Ja. Jetzt zum Herbst war es okayisch, weil... Ja, weil krank, ne? Ja, weil Krankheitswelle. Oh, ist das blöd irgendwie. Ja, fanden wir alle doof. Da haben wir wirklich, also ich bin mehrere Wochen ausgefallen. Erst weil Kind krank und dann weil ich krank. Und das war echt doof. Na? Und jetzt so kurz vor dem neuen Jahr sind wir hoffentlich alle wieder fit. Zumindest soweit, dass man schön machen kann, worauf man Bock hat. Ja, das ging auch quer durch die ganze Firma. Also wir waren streckenweise, teilweise flog die Windhexe durchs Büro, weil sie alle platt waren. Mhm. Na, das war so die Grippewelle. Mittlerweile geht's, da hat man sich dran gewöhnt an das Kackwetter. Ist auch nicht ganz kalt draußen, also die richtig knackige Kälte, die kommt erst, so 8 Grad im Schnitt. Das geht eigentlich. Mhm. Und ja, was haben wir gemacht dieses Jahr? Dieses Jahr haben wir sehr viel geschafft, ja, mit unserem Projekt, worüber wir noch nicht im Detail sprechen dürfen. Aber wir sind ziemlich gut dabei, haben auch Bock drauf, ja. Haben wir jetzt diese ominöse Christmas Edition, die wir alle zocken und uns angucken, wo noch hakt und dies und das und so. Die QA, die guckt sich das alles an und so. Und ja, wir haben auch ziemlich Bock drauf, weil viele coole Sachen, wo wir schon gespannt drauf sind, was ihr da am Ende zu sagen werdet, haben wir eingebaut und wir sind sehr freudig dabei, ne? Ja, ist immer cool, wenn du irgendwie so eine Idee hast und du siehst die dann irgendwie, wie sie zum Leben erweckt wird und dann auf einmal kannst du das spielen. Das ist immer sehr schön. Ja. Ja, announced haben wir noch gar nichts, ne? Viele sagen ja immer, ist doch albern, jeder weiß doch, was ihr macht. Ja, mag sein, aber wir hatten noch kein Announcement. Genau. Na? Das Schöne ist ja auch, wenn man versucht, das so ein bisschen zu schieben irgendwie, ne? Irgendwas kann man ja immer verraten. Du könntest jetzt sagen, ja, ich arbeite gerade an dem Spiel bla und bla ist wird ganz toll irgendwie und dann sagen die ja und wie groß wird bla und dann sagst du so ja und so und dann geht das schon los, ja. Das heißt, wir den Fragenkatalog aus der Hölle. Aus der Hölle, genau. Und deswegen versuchst du das noch so ein bisschen zu schieben, bis man auch irgendwie was dazu sehen kann. Ja, und so weit sind wir noch nicht ganz und arbeiten ganz fleißig weiter daran, freuen uns aber schon sehr, wenn wir euch das zeigen können und dann auch was dazu sagen können, damit sich das auch gleich lohnt und es dann auch so einen Effekt gibt, ja. Es gibt ja immer dieses so, wenn du immer so ein häppchenweise irgendwie was erzählst, irgendwie, es ist bei einigen Spielen auch so ein bisschen dieser Early Access Effekt, ne, dann versickert das so manchmal, wenn du Pech hast. Wenn du Glück hast, kannst du diesen Hype und das Interesse daran aufrechterhalten. Und das ist aber nicht so einfach. Da muss man sich immer was Neues einfallen lassen, womit man jetzt irgendwie begeistert. Ja, ne? Und dann werden die Fragen derjenigen, die uns Fragen stellen, was die Presse ist, was Fans sind, was irgendwelche Hobby-Redakteure sind und Streamer und so weiter, die werden dann immer granularer, immer kleinkarierter, ja, um das nicht böse zu meinen, aber da ist am Ende der Butter noch so viel Brot, ja, und das ist halt irgendwie schwierig für uns dann auch tatsächlich noch irgendwie dann Leute dann zu begeistern von der Sache und so weiter, weil wir sind ja eigentlich noch dabei, das fertig zu machen oder so. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, so ein Dreivierteljahr oder so eine Marketingphase, so dass man jede wichtige Messe mal mitnehmen. Wichtige Messe mal mitgenommen hat oder so, also über ein Jahr, irgendwie sowas, ja, dann macht das Sinn, da kann man genug erzählen, ja, da kann man aus dem Vollen schöpfen und am Ende geht sich das auch nicht irgendwie, hast du nicht irgendwie zu strecken irgendwelche Sachen, ja, geht sich nicht aus. Hätte jetzt fast das sagt gesagt. der Österreicher immer, geht sich nicht aus, heißt es findet nicht statt, das ist Käse oder irgendwie sowas. Genau. Nee, so ist das nicht gemeint, sondern es ist halt irgendwie, es wird anstrengend für uns. Ja, es wird anstrengend für uns, wenn wir zu lange über ein Produkt tatsächlich im Detail reden müssen. Ja. Vielleicht kann man das mit einem Beispiel irgendwie ein bisschen verdeutlichen, damit man das besser versteht irgendwie. Du hast zum Beispiel, wir hatten mal eine Folge, da haben wir über Monster geredet. Ja. Ne? Und da sagt man irgendwie, ja cool, dann mach doch irgendwie so eine Marketingstrecke draus und zeig mal die coolen neuen Monster. Ja. Irgendwie, dann sagst du, ja okay, ich habe das coolste Monster ever, ich habe hier dieses furchtbare XY.
Und dann sagt er irgendwie, ja, du kannst doch nicht jetzt schon das XY zeigen, irgendwie, und danach zeigst du die Ratte oder was. Das interessiert doch keinen Menschen mehr, wenn du das coolste Monster zuerst zeigst. Muss man sich ja irgendwo steigern. Genau. Und dann, irgendwo mitten in den 2 Jahren zeigt man dann am besten noch irgendwie sowas wie einen Endgegner oder Bossgegner und dies und das, und dann hat sich das dann, und dann hast du alles schon gezeigt vom Spiel, und die Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen, die sagen, warum zeigt ihr mir das alles, will ich doch gar nicht sehen, und hin und her. Also da fängt man an dann irgendwie, ne? Du darfst auf keinen Fall irgendwas über die Story erzählen, weil das sind dann wirklich so diese todbringenden Spoiler. Das heißt irgendwie, ja, worum geht es denn an eurem Spiel? Ja, es geht halt um diese eine... Also du bist da jemand, der durch eine Welt, die wir noch nicht erklären... Also es ist schwierig. Ja, genau. Das heißt, du machst im Grunde genommen Folgendes irgendwie, du sagst zum Zeitpunkt XY machst du ein Announcement, möglichst mit irgendeinem coolen visuellen Material, vielleicht ein Trailer oder ein paar richtig coole Screenshots oder so. Und das kommt halt eben darauf an, womit man announcen möchte. Und wenn du das hast, irgendwie ist das Erste, was der Spieler zu sehen bekommt. Weil du hast nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Wenn du die verkackst, ist schon schwierig. Und anschließend irgendwie entscheidest du, welche Materialien und welche Informationen über die komplette Marketingstrecke bis zum Release dann verraten werden dürfen. Und damit kannst du dann im Grunde genommen immer irgendwie, wenn du irgendwo hinkommst oder ein Interview gibst oder auf eine Messe gehst und irgendwelche Leute kommen und sagen, hey, zeig mal was vom Spiel irgendwie, dass du sagst, hier kannst du gucken, und der sieht dann auch tatsächlich im besten Falle irgendetwas, was er vorher nicht schon mal gesehen hat. Ja. Wenn du deine Sache gut machst. So, ne? Wann werden wir denn announcen? Irgendwann nächstes Jahr, 2020. So. Und mehr können wir da momentan gar nicht zu sagen, auch wenn die Leute sehr viel fragen danach, ne? Ja. Eben aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ja, viele Messen. Wir waren auf vielen Messen, obwohl wir nichts zu announcen hatten, haben wir sehr viele Messen mitgenommen. Ja. Ne? Die wichtigste ist klar die Gamescom, wo wir uns auch verkleidet haben wieder mit unserem Cosplay, ne, als Darth Maul und Rey. Krieg der Sterne müssen wir gucken noch. Ne? Ja. Das heißt, der letzten Episode 9, das ist ja jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben wir noch nicht gemacht. Nee, will mir auch nicht spoilern lassen. Ist ja immer so eine Sache mit Spoilern, ne? Da kriegt man ja immer. Aber das kommt dieses Jahr, also ist wahrscheinlich schon, also, ne, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Wir noch nicht. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, ne? Das wäre ganz cool, ne? Ja. Und ich fand das auch ganz schön. Also wir hatten irgendwie gefühlt mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht in einer Phase, in der das eigentlich nicht ansteht als sonst die Projekte. Weil wir einfach so viele Conventions wahrgenommen haben und Sachen angeguckt haben und da auch mal so ein bisschen frei aufspielen konnten, um zu gucken, wie machen die anders denn alle? Und was interessiert uns eigentlich, ohne dass wir selber jetzt von morgens bis abends arbeiten müssen. Das hat unter anderem halt hatte THQ Nordic einen Stream gemacht, ne? Auf der Gamescom, ja. So, ne, in Zusammenarbeit mit Nerdstar. Und das war ziemlich cool. Da waren wir auch ziemlich häufig dabei. Also wir haben auch Karaoke, Twitch-Sings gemacht und so ein Zeug. Haben auch ein bisschen so noch aus dem Nähkästchen geplaudert, haben eine Piranha Becken TV Live-Folge gemacht, die man sich angucken kann hier auf YouTube. Und das ist halt schon ziemlich geil gewesen, da mal zu testen, mal zu gucken, ohne dass irgendwie der heiße Scheiß momentan, also das heiße Eisen ist, dass man was announced hat, dass die Leute kommen und konkrete Fragen stellen, sondern einfach mal trocken Übungen machen, wie sowas funktionieren könnte, wie man sowas macht, um Erfahrungen zu sammeln. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Das war ziemlich, ja, lehrreich, sage ich jetzt mal. Und wir wissen, was wir tun können und wie lange das vor allem dauert, wie viel Aufwand das alles ist. Ne? Das ist ja immer, das unterschätzt man immer gerne. Ne? Bei so einer Messe irgendwie, wie viel Aufwand das ist tatsächlich, einfach nur von A nach B zu kommen. Ja, dann gehst du dann in eine Viertelstunde von der Business Area dann rüber in Halle 8, da wo unser THQ Nordic Stand ist, und dann hältst du da dann irgendwie einen Vortrag über das aktuelle Spiel, und dann kommst du aber auch 10 Minuten später wieder zurück, weil dann wartet nämlich GameStar dann in der Bude, die das Spiel hat man dann schon mal gesehen. Ne? Die Gamescom wird immer voller, wird immer größer, ja, auch geil, also wir finden das cool, nur es ist halt echt schwierig, sich durch die Menschenmengen dann zu... Ja, entgegen vieler Gerüchte ist es tatsächlich so, dass die Gänge diesmal freier waren. Das haben die irgendwie hingekriegt, haben sie auch, ja, dass es mehr Platz war. Aber die Strecke muss man natürlich trotzdem hinterlegen. Ja. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht gequetscht, aber wir mussten irgendwie durch.
Ja. Ne? Und jetzt habe ich mir irgendwie sagen lassen, es gibt auch irgendwie so einen Shuttle. Aber bei mir ist das dann so irgendwie so, ja, du kannst auch mit dem Shuttle von der Business Area in Halle 8 fahren. Ja, echt? Und dann läufst du da irgendwie runter, verläufst dich in der Sackgasse irgendwie, kommst irgendwo in so einem Bereich von EA, wo du eigentlich gar nicht rein darfst, wirst rausgeschmissen irgendwie. In dem Moment fährt der Buggy weg. Ja, genau. Und dann musst du doch laufen. Du kommst dann eine halbe Stunde zu spät. So, das wäre so der Klassiker. Ah, nee, ey. Ah, nee, ja, genau. Aber, gut, ich meine, ich hatte ja immer gedacht, so ein kleiner Roller, mit dem du da irgendwie so rumfahren kannst, wäre auch ganz cool. Aber es ist wahrscheinlich, sagen die, wenn die Leute so kommen und alles ist so voll, dann schmeißen die meinen Roller wahrscheinlich gleich in den Müll. Mhm. Ja. Ja, wir haben sehr viele Milestones geschafft, hast du hier geschrieben. Ne? Ja, haben wir. Sehr viel cooles Zeug eingebaut und so. Und sind fleißig dabei, das Spiel fertig zu machen. Was haben wir da noch? YouTube bei Fans bedanken. Genau. Ja, dann mach das mal. Ja. Wir haben jetzt das komplette Jahr über, ne? Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn angefangen mit diesem YouTube-Kanal? Vor über 2 Jahren. Das ist echt schon lange, ne? Ja, ist lange her, ja. Und ja, ihr habt echt fleißig bei der Stange gehalten irgendwie und so, dass wir gesagt haben, es lohnt sich tatsächlich, diesen Kanal trotz des Aufwands aufrechtzuerhalten, weil ihr so fleißig guckt und euch auch für unseren Kram hier interessiert. Ja, vielen Dank dafür. Ja, genau. Vielen Dank. Damit rutschen wir gleich ins Jahr 2020 und werden dann auch weiterhin diesen Kanal aufrechterhalten. Ja, weil wenn es mal so richtig dann ans Eingemachte geht, dann bei unserem Spiel und so weiter, hoffen wir, dass wir damit dann schon mal jemanden haben, der uns zuhört, wenn wir was zu sagen haben. Genau, dann geht's gleich weiter ans Eingemachte. Und ihr könnt live dabei sein. Naja, fast live. Das ist ja. Gut, hast du Vorsätze fürs nächste Jahr? Ich möchte gerne wieder auf sehr viele Messen gehen. Mhm. Ich freue mich schon unwahrscheinlich auf das Announcement und würde gerne meine persönlichen Ziele erreichen, die das Spiel angeht. Ja. Ich bin da guter Dinge, dass das funktioniert. Ja. Und freue mich da sehr drauf irgendwie. Jetzt ja, weil du ja jetzt auch wieder deine volle Zeit arbeitest. Das war ja in der Zwischenzeit genau, ich bin nicht der Fall. Bin aus der Elternzeit raus und damit jetzt wieder ein vollständiges Mitglied von Piranha. Yay! Ja, ich arbeite zwar immer noch keine vollen Stunden, aber das brauche ich auch nicht. Aber ich bin das, was ich machen muss, bin ich auf jeden Fall dabei und habe Bock auf die Dinge, die da noch auf meinem Schreibtisch liegen. Das will ich auf jeden Fall machen und schaffen und das möglichst lückenlos. Ja. So, das steht bei mir auf jeden Fall auf der Agenda. Auf der Agenda steht auch die Announcement-Vorbereitungen. Das heißt also, dass wir dann nächstes Jahr irgendwann dann an die Öffentlichkeit gehen. Genau, dass wir einen Marketingplan entwickeln. Genau. Ja, und dass wir da Sachen haben, die wir euch zeigen können. Mhm. So. Ja, wir werden die Messen mitnehmen, soweit, wenn wir announced haben, irgendwann nächstes Jahr. Ab da werden wir dann zusehen, dass wir auf den Messen erscheinen. Da müssen wir uns darauf vorbereiten. Genau. Na? Urlaub. Ja, habe ich ein Fragezeichen dran gemacht. Fremdwort. Ich habe jetzt schon wieder Übertage ohne Ende. Ja, ist ja nicht schlimm, ich mache mich ja nicht kaputt, ne? Ich bearbeite ja gerne, ne? Mach so meine 9 Stunden am Tag so im Schnitt, kann man sagen. Ja, und da sammelt sich halt immer sehr viel an. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich würde schon gerne irgendwie, ich will ja immer gerne einmal im Jahr ins Meer. Ne? Aber ob das jetzt irgendwie die holländische Küste sein darf oder was anderes, das muss man sich mal überlegen. Ja, der Urlaub war gut dieses Jahr. Urlaub war sehr, sehr schön dieses Jahr irgendwie. Man könnte ja einfach ins Auto steigen und dann irgendwie mal ein paar Tage an die Nordsee fahren oder sowas. Das fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Neue schöne Spiele hast du aufgeschrieben. Ja, was dieses Jahr auf jeden Fall rückblickend geil war, fand ich, ich habe Days Gone gespielt. Das war, glaube ich, so richtig das Highlight dieses Jahr. Ja, für mich schon. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Ich glaube, es ist auch irgendwann zeitnah rausgekommen. Ja, so richtig alt war das noch nicht, nee. Red Dead Redemption 2 habe ich durchgespielt. Mhm. Und was richtig geil war Death Stranding. Das habe ich sehr gesuchtet, sage ich jetzt mal. Das ist sehr speziell. Ja. Das Gameplay ist sehr dünn, dafür aber gut gemacht. Es ist gepolished, es ist mit richtigen Schauspielern. Es ist eine tolle Geschichte, tolles Setting, sehr einzigartig gemacht. Ist vor allen Dingen mal anders, ne? Ja. Ich hatte gestern gelesen, das fand ich auch so geil, da musste ich wirklich lachen, dass irgendwelche Entwickler Man Standing auf Steam rausgebracht haben. Das ist so eine Persiflage auf Death Stranding und das ist so beknackt. Kostet 80 Cent irgendwie und veräppelt irgendwie an allen Enden das, ne?
das Spiel. Original, ja. Das so, bei der GameStar hatte ich das, glaube ich, gelesen. Fand ich auch super. Da muss ich direkt gucken, wer das geschrieben hat irgendwie. Dann, denn das Coole ist, bei Man Standing können die Leute tatsächlich Nachrichten hinterlassen. Und nicht nur irgendwie so Schilder und Sachen. Eigentlich ist das nur so eine Pläne, du kannst da halt rumlaufen, ne? Aber du kannst halt eine Nachricht hinterlassen. Und dann können die Leute irgendwie geistige Güsse lesen, derer, die das hinterlassen haben. Zum Beispiel sowas wie Hallo Welt oder fand ich super. Ja. Ja, was wir dieses Jahr auch noch gemacht haben, war die Art and Games, ja, in Essen. Genau. Hier, das heißt im Unperfekthaus. Hier in Essen haben wir unsere eigene kleine Convention, die nennt sich Art and Games, die nächstes Jahr im September stattfindet. Ja, und zwar vom 28. bis zum 30. September. Wenn ihr da nichts vorhabt, momentan gibt es noch vergünstigt Tickets. Ich glaube nur noch bis Silvester und dann kommt die nächste Vergünstigungsstufe. Das wird jetzt aber knapp. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch sein. Also wenn ihr uns da mal sprechen wollt oder uns Fragen in den Bauch löchern wollt oder uns einfach zugucken möchtet, dann kommt doch da einfach hin. Das war dieses Jahr und letztes Jahr super schön. Was passiert da? Wir halten da Vorträge, wir sind da vor Ort und machen unser Piranha-Becken TV live. Wir singen da auch, wir machen unsere Karaoke-Sessions da abends. Der Tommy Krabweis war dieses Jahr da, hat ein Konzert gegeben. Der Onkel Joe war da, hat dort auch Interviews gegeben und hat mit uns da rumgekaspert und so. Es gibt Podiumsdiskussionen auch mit den Leuten da. Densen86 war auch da, ne, bei der Podiumsdiskussion. Die Indie-Strolche waren da, ne. Also gab's sehr viel zu sehen und zu erleben. Deswegen, also das war dieses Jahr richtig toll und wir erwarten, dass es nächstes Jahr zumindest genauso gut wird. Ganz sicher. Also ich bin da ziemlich guter Dinge. Das ist ein sehr, sehr schönes Haus, unten mit Restaurant. Man kann da auch das Ticket direkt mit das komplette Wochenende essen. Also Getränke sind sowieso dabei, außer die alkoholischen. Das heißt, ihr könnt von morgens bis abends euch dazu saufen. Die Auswahl ist sehr groß. Und wenn ihr wollt, auch vollfressen. Verschiedene Buffets, die es da gibt. Und man kann sogar ein Ticket kaufen mit Hotel dabei. Das Unperfekthaus hat auch ein hauseigenes Hotel. Also man kann auch das Rundum-Paket buchen. Genau. Gut, das war 2019. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja. Hat Piranha Bytes was dagegen, wenn ich mal Game-Videos zu Elex hochladen würde? Ist die Frage. Also, und diese Frage kann man sehr einfach beantworten. Es gibt ja schon Unmengen an Videos zu unseren Spielen. Auf YouTube ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Und wenn ihr zu allen Marken, die wir irgendwie, wozu wir Spiele gemacht haben, also alle Spiele, die wir gemacht haben, irgendwas macht, dann guckt euch doch kurz die Video-Policy von THQ Nordic an. Die findet ihr, wenn ihr THQ Nordic googelt, dann kommt ihr auf die THQ Nordic Internetseite. Und wenn ihr da oben auf das Menü geht, dann steht da ziemlich weit oben Video Policy. Und da steht im Grunde genommen ziemlich detailliert drin, was man mit den Videos darf und mit den Marken und was man nicht darf. Ich glaube, das ist sehr eindeutig und grundsätzlich freuen wir uns immer über Content. Schaut da mal rein und dann tobt euch aus. Ja, und uns interessiert natürlich, was ihr dieses Jahr gemacht habt. Schreibt's mal unten in die Kommentare rein, was ihr alles so gezockt habt, was so geil war für euch 2019. Und wir gucken uns das gerne an. Ja. Ja, Vorsätze. Vorsätze finde ich auch mal sehr spannend. Gute Vorsätze. Gibt es Vorsätze? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ich habe keine. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, glaube ich. Ich habe keine. Ich möchte gerne, dass es so bleibt, wie es ist. Und gerne, dass wir unser Spiel gut und erfolgreich beenden. Ist ja auch schön. Ja. Trophybox. Stimmt, wir haben eine Trophybox. Richtig. Gut, dass du es erwähnt hast. Ja. Weil wir haben ja jetzt Jahreswechsel, ne? Und was hat man zu Jahreswechsel? Da macht man sowas wie Kalender. Wir haben hier den Indie-Strolch-Kalender, ja, den ich gar nicht so zeigen darf, weil wir nicht genau wissen, ob wir Nippel zeigen dürfen oder nicht. Ja, also dieser Kalender ist ein sexy Cosplay-Kalender der Indie-Sträuche. Die Indie-Sträuche, das ist ein Konglomerat aus verschiedenen Indies, die ich traue mich gar nicht, den zu gucken hier. Ja, also wenn Gibt's denn irgendwo was, wo keine Nippel drauf sind oder irgendwie? Ich glaube, YouTube ist da nicht ganz so eng, aber Twitch zum Beispiel. Ja, ich bin mir aber wäre ja da ganz nicht schön, wenn nirgendwo das irgendwie, ne? Ja. Ja, weil wer ist das? Das sind Backwoods, Ludopium, die Pixelmaniacs und Sluggerfly. Vielen Dank und liebe Grüße zu den Sluggerfly-Jungs an dieser Stelle. Da glaube ich, gar keine Nippel drauf. Doch, da ist einer. Ja, also die haben sich halt schon sehr viel Arbeit gemacht. Die haben sich das angeguckt
irgendwie und haben sich da ablichten lassen. Genau. Wie heißt das? Nackt gegen Nazis oder was war das Motto? Nackt gegen Rassismus ist Gegen eigentlich der Rassismus. Hashtag. Ja. Hashtag ne? Nackt gegen rechts, glaube ich, ist sogar der Hashtag. Also, wenn ihr diesen wunderbaren Kalender kaufen wollt, auf dem man irgendwelche halbnackten Entwickler sehen kann, dann kann man den bei den, könnt ihr einfach Indie-Sträuche-Kalender googeln. Gerade ist er irgendwie ausverkauft gewesen, aber die wollen noch mal nachbestellen. Haltet mal ein Auge drauf. Ich muss den Dominik finden. Dominik, der war auch so geil. Und der komplette Erlös von diesem Ding, das ist eigentlich das Coolste, geht an die Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus einsetzt. Ja, das ist also... Also Dominik, ist das geil. Schon gut gemacht. Also. Super. Ja, sehr aufwendig produziert und auch noch für einen guten Zweck. Also... Schaut euch das mal an. Das großartig. Ist ziemlich cool. Ich habe sehr gelacht. Vielen Dank. Mhm. Eigentlich hätte man jetzt was Gemeines sagen müssen, weil alle anderen auch was Gemeines gesagt haben. Kauft euch nicht diesen Schrott. Oder sowas. Aber es ist einfach lustig. Gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's Einen gut. guten Rutsch ins neue Jahr, ihr Lieben. Guten Rutsch. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Egal. Weiß auch nicht. Ja, bestimmt. Was vor jetzt? Aber wir können es ja dann vielleicht vorher dann. Ja. Oder? Ja, machen wir auf jeden Fall. Weiß auch nicht.